Meine lieben Tischtennisfreunde, heute gibt es wieder ein nächstes Testvideo von uns hier auf tt-test.de. Ich habe für euch den Jekyll & Hyde V47.5 getestet, die anderen Belege von Jekyll & Hyde, und zwar den C55 und den Z52.5 habe ich ja ebenfalls schon getestet. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Belag abschneidet. Für einen ausführlichen Testbericht schaut natürlich wie immer auf tt-test.de vorbei. Dort schreiben wir nochmal alles zusammen. Und damit genug der einleitenden Worte und let's go mit dem Video. Bevor das Video startet, gibt es erstmal eine Werbung in eigener Sache. In der kommenden Saison möchtet ihr besser werden? Dann bucht ein persönliches Coaching mit mir. Ich werde euer Spiel ganzheitlich, individuell und persönlich analysieren und euch dann entsprechende Ratschläge und Tipps geben, wie ihr besser werden könnt. Wie immer gibt es von mir den altbekannten Faktencheck des Belags vorneweg. Der V47.5 reiht sich in die Jekyll & Hyde Belagserie von Xiom ein. Neben dem V47.5 gibt es noch 3 weitere Belege der Serie, wie hier zu sehen ist. Der V47.5 bildet mit einer Schwammhärte von 47,5 das Schlusslicht. Insgesamt gehört er damit zu den medium-harten Belegen, wie der Vega Pro oder der Evolution MXP von Tipa, den ich selbst auf der Rückhand spiele. Ich erwarte also eine ähnliche Performance. Das V im Belag steht für das spin-orientierte Obergummi. Es ist sehr griffig, aber überhaupt nicht klebrig. Der Belag ist rot, schwarz und magenta in der Schwammstärke 2,1 und max für ab ca. 50 € erhältlich. Damit ist er der günstigste Belag aus der Belagserie. Als ich meinen Schläger mit dem Belag drauf zum ersten Mal in der Hand gehalten habe, ist mir direkt aufgefallen, dass der Belag ein ordentliches Eigengewicht mitbringt. Mit einem Gewicht von 72,4 Gramm ungeschnitten gehört der Belag auf jeden Fall zu den schwersten. Normalerweise haben die Belege ein Gewicht von 60 bis 65 Gramm. Den Unterschied merkt man auf jeden Fall und dementsprechend muss man seine Bewegung und sein Timing anpassen. Für manche Spieler könnte das auch ein Ausschlusskriterium sein, vor allem für Kinder, meiner Meinung nach. Die Konterbälle gelangen schön gefühlvoll und kontrolliert, mit einer angenehmen Eigendynamik. Die Bälle kamen eher langsam aus dem Schläger heraus, aber nicht schwammig oder unpräzise. Es war ein angenehmes Gefühl. Die Topspins haben sich ähnlich angefühlt. Allerdings konnte man selbst sehr gut entscheiden, ob man den Ball lieber mit Flugkurve oder mit Tempo und einer geraden Flugbahn spielen möchte. Das hat mir gut gefallen, da manche Belege nicht beide Schlagarten zulassen. Wenn man einen schnelleren Armzug hat, kommen auch Topspins mit hohem Tempo aus dem Belag heraus. Allerdings würde ich sagen, dass er sich trotzdem eher etwas langsamer spielt. Das muss meiner Meinung nach nichts Schlechtes sein. Auch positiv aufgefallen ist mir, dass wenn der Ball nicht ideal auf dem Schläger getroffen wird, er trotzdem kontrolliert bleibt. Der sogenannte Sweet Spot auf dem Schläger muss nicht exakt bei jedem aktiven und passiven Ball getroffen werden, um gute Bälle spielen zu können. Das könnte den Belag für viele Spieler interessant machen. Verglichen mit den neuen Hybridbelegen muss man erwähnen, dass von dem Belag kein Spin oder Tempo absorbiert wird. Das macht ihn vor allem im Aufschlag-Rückschlag-Bereich, wenn es darauf ankommt, den Ball mit Qualität kurz legen zu wollen, schwer zu spielen. Die Bälle kamen bei mir zu Beginn immer etwas länger als gewollt an. Auch beim Flippen muss man selbst sehr fein auf Spin-Veränderungen reagieren, um gute Bälle spielen zu können. Auf der anderen Seite, wenn man es gewöhnt ist, dass der Belag fein auf den Spin reagiert, was ja auch relativ intuitiv ist, können Bälle sehr gut gelingen. Beim Gegentopspin und auch beim Blocken fand ich den Belag angenehm. Der Katapulteffekt ist nicht zu stark und nicht zu schwach. Es können feste, aber auch langsame Blockbälle und Gegentopspins gespielt werden. Und wie ich anfangs schon erwähnt habe, kann man auch sehr gut mit der Flugkurve des Balls arbeiten. Das mag ich. Insgesamt hat sich der Belag für mich sogar ein bisschen härter als die angegebene Härte angefühlt. Eher wie knapp 50 Grad Schwammhärte. Ich finde, dass er nicht allzu viel Feedback über den Schläger vermittelt. Man spürt den Ball nicht so intensiv wie beispielsweise bei meinem Rückhandbelag, dem Evolution MXP.
Verglichen mit den anderen Jekyll & Hyde Belegen, die ich bereits getestet habe, ist der Belag etwas völlig Neues und komplementiert die Serie hervorragend. Wenn jemand einen ausgezeichneten Offensivbelag mit ordentlich Power, aber trotzdem Kontrolle und super Feedback sucht, dann wird er im C55 fündig. Der V47.5 ist langsam, kontrolliert, trotzdem variabel, ohne die Hybrid-Technologie. Sozusagen, in Anführungszeichen, ein normaler Belag, der sehr gut performt. Trotzdem muss ich sagen, dass er meinen Rückhandbelag nicht ablösen wird, da mir das Feedback des Belags fehlt, um auch gefühlvolle Bälle spielen zu können und auch, da er merkbar schwerer ist und sich dadurch meine Schläge schwerfälliger anfühlen. Empfehlen kann ich den Belag trotzdem in erster Linie jedem, der keine Hybridbelege und auch keinen zu starken Katapulteffekt möchte. Er ist spinfreudig und verzeiht den ein oder anderen kleinen Fehler im Balltreffpunkt. Das Preis-Leistungs-Niveau ist ebenfalls absolut in Ordnung. Das war's auch schon wieder von mir. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Belag in die Kommentare. Ich freue mich aufs nächste Mal. Haut rein!